Für mich ist es einfach mega wichtig, dass ich die Balance habe zwischen einem sehr technischen und analytischen Studium und der relativ freien und seelischen Musik. Ich bin der Milan und ich studiere Maschinenbau an der ETH. Bei mir ist die Entscheidung zwischen Klarinette und Maschinenbau gelegen und ich habe mich dann für Maschinenbau entschieden und dann ist die ETH eigentlich sehr naheliegend gewesen. Es ist eine brutale gute Hochschule und sie liegt gerade in meiner Stadt. Gerade Orchestermusik ist einfach etwas Schönes, weil man hockt zusammen, man musiziert zusammen und am Konzertort auf der Bühne zu sitzen und ins Publikum zu schauen und nervös zu sein, ich finde, das ist so ein schönes Gefühl. Ich habe immer wieder Phasen, wo ich denke, das Musikstudium, aber ich muss sagen, das Maschinenbaustudium macht total viel Spaß und ich bin sehr zufrieden mit meiner Wahl. Mein Alltag sieht folgendermaßen aus. Ich wache auf, ich gehe in die Vorlesungen und dann, wenn ich in die Vorlesungen gehe, dann meistens in die Übungen und dann probiere ich möglichst alle Lieder zu lösen, die auch noch gehen. Ja, und der Rest ist Zeit für mich und vor allem Zeit für Musik. Die Balance zwischen Musik und Studium war die grösste Herausforderung, die ich bisher im Studium hatte. Also irgendeinen guten Weg zu finden, auch wenn ich mega viel Musik mache, noch gut studieren zu können oder auch wenn ich mega viel studiere, noch irgendwie gut Musik machen zu können. Es ist recht schwer, aber es ist machbar. Es ist machbar. Gebt Hobbys nicht auf. Ich finde, das ist so wichtig, um irgendwie noch eine Balance zu finden im Leben. Und es ist mega bereichernd. Was mich die Musik gelehrt hat, ist, mit meiner Nervosität umzugehen. Und das kann ich gut für Prüfungen brauchen. Weil dort muss ich voll konzentriert sein, auch wenn ich mega nervös bin. Und das muss ich auf der Bühne genauso. Und durch meine Erfahrung auf der Bühne konnte ich das mitnehmen. Und das ist sehr wertvoll. Ich gehe am besten mit meiner Nervosität um, wenn ich weiss, dass ich es kann. Man muss wissen, dass man es kann. Und das klingt mega arrogant und das klingt komisch auf den ersten Blick. Aber wenn man so weit geübt hat, dass man sich sicher ist, dass man es kann, dann kann man es auch wirklich abrufen. Und das ist das, was ich probiere zu erreichen, um möglichst entspannt an Prüfungen und auf die Bühne zu gehen. So.